Hallo Leute, willkommen auf der Zockerbude beim Clary. Wir schauen heute mal in die Season 2 rein von Infinite Lagrange. Was gibt es Neues? Wo sind Änderungen? Ja, aktuell kann ich schon mal vorwegnehmen. Die einzige Änderung ist aktuell die wir direkt merken, dass wir quasi von vorne anfangen. Wir sind in einer neuen Kartenkonstellation. Diese ist durch das Lagrange Gate quasi entstanden. Hier sind die Server verschiedener Stufen zusammengewürfelt worden und sind jetzt alle auf einer Map sozusagen. Und diese Map ist auch noch kleiner als die der ersten Season. Heißt, die Wahrscheinlichkeit von Kämpfen und Dauerkampf ist sehr viel größer als in der Season 1, wo man sich doch ganz gut zurechtfinden konnte, wenn man Kämpfen aus dem Weg gehen wollte, auch ziemlich weit rausgehen. Das ist hier gar nicht mehr so dolle möglich von der Kartengröße. Ansonsten seht ihr, wir beginnen von vorne. Wir haben wieder Stufen 1 bis 9. Wir haben wieder auf dem Feld für die nächste Stufe die Vorgaben, die wir brauchen, um das erreichen zu können, und müssen die jeweiligen Bauprojekte starten, um die nächste Stufe aktivieren zu können. Das gehen wir hier stückchenweise durch. Nicht wundern, ich schaue mich da immer mal um, ob sich irgendwo was geändert hat oder so. Also wenn ich mal an einem Punkt ein bisschen länger gucke, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich gerade irgendwie nicht am System war oder so, sondern damit, dass ich wirklich genau gucke, ob irgendwas anders ist, als es vorher der Fall war. Hier sehen wir auch, dass das Upgrade Versorgungsschiffswerft noch fehlt, deshalb kann ich noch gar keine Bauschiffe bauen, ja, also Sammler. Das muss ich natürlich noch aktivieren, um das überhaupt nutzen zu können. Begin construction. Ja, was kann man noch sagen? Wir können also schon mal festhalten, die Blaupausen, die schon bekannt sind, die gesammelt wurden über die Season 1, die bleiben auch erhalten. Tech-Punkte wurden die gekauften, die also auf den jeweiligen Schiffen waren und jetzt nicht aus der Steigerung der Stufe entstanden sind, sondern über Kisten. Diese Punkte sind alle weiterhin vorhanden. Ja, das ist natürlich bei dem einen oder anderen Part mehr, beim anderen Schiff weniger. Ja, und auch hier mal wieder die Vorgabe, Warteschlange mindestens, also maximal 2 Stück. Und dann ist der generische Hafen wie auch vorher dafür verantwortlich, dass wir mehr Schiffe bauen können und auch mehr Sammler bauen können, also mehr Ressourcenschiffe bauen können. Ja, die Beschleuniger, die sind auch zum großen Teil mit übernommen worden, was in der Halde noch war. Also was ihr noch aufgehoben habt und in der Season 1 nicht verbraucht habt ihr zu einem großen Teil noch vorhanden. Wie ihr auch seht bei mir, waren jetzt noch einige da. Die nutze ich dann natürlich gleich, denn je schneller man oben ist, desto schneller kann man sich auch vernünftig verteidigen bzw. Schiffe bauen, mit denen man in dem Spiel auch was anfangen kann. Genau das ist jetzt das nächste Problem. Ihr spawnt in einem Ankerpunkt, der wird gesetzt vom System automatisiert. Und das heißt, ihr könnt nicht aussuchen, wo ihr seid, insofern ihr in einer Union seid. Wenn ihr unionslos seid, könnt ihr wählen. Aber wenn ihr nicht unionslos seid, dann wird ein Ankerpunkt erstellt und dort in dem Gebiet kann die gesamte Union sich ansammeln. Allerdings nicht auf einem Fleck. Das heißt, ihr könnt in der Region 1 sein und ein Teil ist im Norden, ein Teil ist im Süden und ein Teil ist in der Mitte.
Das heißt, ihr habt immer gerade zu Anfang auch viele um euch drumherum, die, sagen wir mal, vielleicht sogar in der Season 1 euch nicht freundlich gesinnt waren. Ob sich das in der Season 2 wieder genauso abspielt, das hängt dann natürlich von Diplomatie und allem, was da so dranhängt, ab. Aber prinzipiell kann man sich hier auf verstärkte Kampfaktivitäten einstellen. Das wird ein Rennen gegen die Zeit. Die Unionen, die schnell oben sind und die großen Schiffe bauen können, die werden es natürlich deutlich einfacher haben, wie Unionen, die das eben nicht so schnell hinkriegen. Ja, auch hier gilt wieder das gleiche Prinzip. Ich kann keine Schiffe nutzen für einen Level 4 Kristall, weil ich einfach noch viel zu klein bin, und kleine Versorgungsschiffe können eben nur maximal Level 2 Felder abbauen. Demnach, das teste ich hier halt alles nochmal, weil es hätte ja sein können, dass aufgrund der neuen Season vielleicht irgendwelche Rahmenbedingungen geändert worden wären. Dem ist nicht so. Also ihr müsst Level 2 nehmen mit den kleinen Schiffen, und wenn es bei euch in der Heimatbase ist, direkt das Feld, das ist in der Regel ein Level 1 Feld. Ich sage in der Regel, weil ich natürlich nicht alle überprüft habe, aber ich habe es noch nicht anders gesehen, sagen wir es mal so. Heißt, Level 2 ist das höchste für die kleinen Versorgungsschiffe, wie in der ersten Season auch. Hat sich also nichts dran geändert. Ansonsten habt ihr schon gesehen, wenn man dann rauszoomt aus der Karte, gibt es diese verschiedenfarbigen Felder im grünen und dunklen Bereich. Da gibt es sogar einen extra Button, wenn man dann weit genug draußen ist. Das zeigt einem wahrscheinlich an, wo es dann am effizientesten ist, Abbauplattformen und dergleichen zu stellen. Also das ist, glaube ich, sogar eine Neuerung, die jetzt mit drin ist. Vorher wäre sie mir jetzt nicht aufgefallen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich die letzten Tage und Wochen, wo es dann jetzt nur noch drum ging, um abzuwarten, bis das Gate aufgeht, auch nicht mehr so aktiv war. Also ich könnte jetzt gar nicht schwören, dass das ganz neu ist und vorher noch gar nicht drin war. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich denke aber, es ist neu. Ja, im Prinzip hier wieder ein Gebäude fertig. Nochmal nachgucken, was brauchten wir. Ja, den generischen Hafen habt ihr, wie wir sehen, schon 2 höher gemacht, als wir ihn hätten machen müssen. Aber da es die Anzahl der zu produzierbaren Schiffe sind, versuche ich das immer komplett mitzunehmen, weil hieran ja hängt, wie groß ich meine Flotten aufbauen kann. Ne? Mal abgesehen von den Befehlspunkten habe ich hier aber überhaupt erstmal die Möglichkeit, entsprechende Anzahl an Schiffe zu bauen. Und am Anfang braucht ihr jedes einzelne Schiff, weil es ganz schnell geht, dass ihr an irgendeine Level 4 oder Level 5 rote Einheit kommt, NPC, und die schießt euch dann die Flotte weg, wenn ihr nicht noch irgendwie ein Schiffchen mehr habt, mit dem ihr es dann doch noch schafft. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es schafft, und deshalb kann ich nur empfehlen, baut die Militärhafen-Thematik immer sofort aus in der jeweiligen Stufe, damit ihr genug Schiffe bauen könnt. Ja, dann haben wir natürlich auch wieder diese Quests drin. Ach so, für den es interessiert, für den Sieg in der ersten Season gab es im Prinzip 1000 Dawn-Punkte. Diese Punkte sind aber nicht die Dawn-Punkte, die ihr kennt von dem Förderprogramm, sondern sind andere Punkte. Und das Einzige, was man sich dafür holen konnte, waren skinmäßig Sachen fürs Avatar-Bild, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind halt Sachen, die mich mal gar nicht interessieren. Von daher, ich habe diese Punkte wohl bekommen, aber ich habe das jetzt nie eingesetzt. Normale Skins kosten jetzt auch wieder die normalen Geldpunkte. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob diese Dawn-Punkte dann bei mir verfallen sind oder ob die irgendwo anders liegen. Wie gesagt, Skins und Avatar-Sachen sind jetzt nicht mein Favorite. Hätte es jetzt dafür die Option gegeben, ein anderes Schiff zu erwerben oder so, oder irgendwie einen Boost oder sowas, dass das sich quasi auszahlt für die Leistung, die die Union gebracht hat. Ja gut, dem ist nicht so. Also von daher nice to have, aber
jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Ne? Auch hier wieder natürlich jetzt die Umgewöhnung, dass man nur ein Feld hat, in dem man Schiffe bauen kann. Wer sich noch entsinnt, Season 1 ab gewisser Stufe habt ihr 3 Großkampfschiffwerfte, einen super Schiffswerftblock und könnt natürlich in einem relativ großen Umfang im Vergleich zu jetzt auf jeden Fall riesigen Umfang bauen. Ja, was jetzt natürlich mit Neustart nicht geht. Und das macht die Sache am Anfang etwas träge, muss man gestehen. Das ist natürlich so. Construction underway. So, hier sagen wir dann auch schon mal der ersten Flotte Hallo, um auch gleich XP zu bekommen. Und dann werdet ihr auch sehen, dass es vom Kampftechnischen jetzt auch keinen nennenswerten Unterschied gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr Bewegung drin von den Schiffen, aber also es hat sich ansonsten nicht wesentlich was getan. Ja? Ich meine, gut ausgesehen hat es auch vorher schon im Gefecht. Ich habe jetzt nichts festgestellt, dass sie da noch irgendwas gemacht hätten. Also es sieht gut aus, wie ich finde, aber es fällt mir jetzt auch nichts Neues auf. Ne? Also für den, der sagt, ach, ich habe mich da einmal komplett aufgebaut bis 9 und habe dann meine ganzen Schiffe gebaut und so und dann reicht es mir auch, kann ich voll und ganz verstehen. Ich muss sagen, der Wiederaufbau macht aktuell noch mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Ich war eigentlich auch der Auffassung, dass es mir dann reicht, wenn die das einfach nur zurücksetzen und da jetzt nichts Gravierendes Neues dabei ist. Nur dadurch, dass diese Karte verkleinert wurde und man quasi random in irgendeinem Gebiet sitzt, zwar mit der Union, aber breit verteilt, könnte das hier kriegerisch noch, sagen wir mal, relativ spannend werden. Und genau das ist jetzt wieder so ein bisschen der Reiz, möglichst schnell aufzubauen und versuchen mit der Union Gebietskontrolle zu erreichen. Das ist natürlich eine schwere Aufgabe, weil es halt jetzt auf jeden Fall alles Unionen sind, die auch aktiv sind zu einem ganz großen Teil. Und das heißt, man hat hier viel mehr Power drin, was die Aktivität angeht. Und da muss man natürlich am Ball bleiben. Das ist jetzt das, was ich wiederum dann schon wieder reizvoll finde. Und da bin ich auch gerne bereit, mich nochmal komplett aufzubauen. Ja, mal gucken, wie lange dieser Faktor anhält. Ja. Was noch verändert wurde, ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die auch, sagen wir mal, dieses Thema Blockade gerne genutzt haben. Die haben die Blockade jetzt abgeändert, dass man dafür 2 Flotten braucht, sonst kann man keine Blockade stellen. Das heißt, eine einzelne Flotte von euch kann nicht irgendwo hin auf Blockade, ihr müsst da 2 hinschicken. Was per se am Anfang gar nicht geht, weil das wären dann irgendwie 3 Schiffe da und 5 Schiffe da. Damit macht ihr alles, aber ihr gewinnt keinen Kampf. Von daher ist das mit 2 Flotten am Anfang gar nicht machbar, nicht sinnvoll machbar. Und deshalb ist Blockade jetzt auch wieder ein anderer Punkt, der, sagen wir mal, die Sache etwas schwieriger gestaltet.
Hinzu kommt, dass die KI aggressiver ist, also das ist mir schon aufgefallen. Ihr alle kennt noch die Handelszentren, wo ihr euren Mehrzweckfregatte oder Aufklärungsfregatte oder irgendein Schiff, das ihr überhaupt abstellt, um Quests zu bekommen. Die Fregatten, die dort stehen, die stehen da wie immer gut. Da sollte ja eigentlich auch nichts passieren. Hier ist es jetzt so, dass auf einmal ein roter Punkt auftaucht und dann wie bei den Kristallfeldern oder den Metall- oder Deutfeldern plötzlich eine NPC angekündigt wird, die da in 4 Stunden aufschlägt. Wenn ihr euer Schiff dort in 4 Stunden noch stehen habt, dann wird dieses Schiff zerstört. Das habe ich jetzt einmal aktiv in der 2. Season erlebt. Heißt, gucken, wenn ihr das seht und ihr wisst, ihr müsst demnächst weg und in einer Stunde kommen die an, dann setzt eine neue Operation, aber so, dass die sich bitte nicht berühren. Fliegt ein bisschen raus mit eurem Schiff, also brecht dieses Verbündet, was da steht, abbrechen, ein Stück rausfliegen auf die neue Operation. Lasst den Angriff vorbeigehen und danach setzt ihr das Schiff wieder da rein. Aber das heißt, ihr müsst aktiv auf sowas achten, sonst werdet ihr immer wieder kleine Fregatten verlieren, was später total Wurst ist, weil ihr die ja in wenigen Minuten nachbauen könnt und dann auch genug Resten so habt. Aber am Anfang ist es natürlich unschön, weil euch fehlen die Quests, um wieder die Mikrochips und den ganzen Kram zu bekommen, was wieder dazu führt, dass ihr eure Waffen und alles erhöhen könnt und eure XPs für die jeweiligen Schiffe. Heißt, am Anfang ist jedes Schiff wertvoll, deswegen der Tipp, fliegt raus, erstellt eine neue Operation, dann spart ihr euch einmal ein Schiff neu zu bauen, nur weil man zu bequem war oder nicht drauf geachtet hat. Hier ist es jetzt so, dass euch dann das Schiff zerstört wird. Ja, ansonsten ist es jetzt, sagen wir mal, viel Klickerei, um die Stufen hochzukriegen, um aufzusteigen. Es ist jetzt nichts weiter Bemerkenswertes zum aktuellen Zeitpunkt zu erwähnen. Ich werde euch gerne bei Veränderungen oder neuem Content, der in irgendeiner Form interessant ist, wieder Videos zur Verfügung zu stellen zu dem Spiel, insofern ich selber da natürlich noch aktiv bin. Aktuell sieht es stark danach aus, aber ich gebe da nie eine Gewähr für ab, weil das immer davon abhängt, wie natürlich das Drumherum sich auch gestaltet. Und wenn das jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal, nur noch nachteilig wird oder plötzlich Pay-to-Win wird und die Schlachtschiffe kommen rein und kosten auf einmal Echtgeld, dann wäre das für mich ein Grund zu sagen, dann ist das nicht mehr mein Spiel. Ja, aktuell ist es witzig, schauen wir mal wie lang, und wenn sich was ändert, würde ich euch auf jeden Fall wieder ein entsprechendes Video einstellen mit den Neuerungen und den jeweiligen Themen. Ja, dann hoffe ich, ihr konntet hiermit was anfangen. Es hat euch einen Einblick in die weitere Season gegeben und vielleicht eine Entscheidungsfindung, ob ihr weiterspielt oder nicht oder vielleicht auch neu einsteigen wollt, wie auch immer. Das könnt ihr gerne tun. Ich überlasse das völlig euch, wollte euch hier nur mal ein Update geben, was hat es mit diesem Lagrange-Netz auf sich und mit der Season 2. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, habt viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.